Pirate Papers. Heute ist der 7. Juli 2022. Die Themen: aktuelle Überfälle, Scanning und Signaturen. Das Mongrel Squad hat weiterhin das Scan-System fest im Griff. Hier sehen Sie, wie eine Laranit-beladene Caterpillar beim Start von Ariel zurück auf den Boden gezwungen wird. Die Besatzung wurde nach dem Boarding-Manöver gezwungen, Teile der Ladung oder eine Lösegeldsumme zu zahlen. Ariel mit seinen Handelsposten Bedstack und Latan ist bekannt für lukrative Handelsrouten. Genau deshalb ist dort gutes Geld zu verdienen. Allerdings sind die Wartezeiten oft lang. Einige Händler bedienen sich des Lockout-Tricks, um das Schiff und die Ladung in Sicherheit zu bringen. Daher ist eine ständige Überwachung des Ziels wichtig, um das Schiff rechtzeitig explodieren zu lassen, sollte der Pilot sich vom Sitz erheben. Eine solche Aktion benötigt generell mehrere Mitstreiter. Auf einen Versuch kann man es aber auch alleine ankommen lassen, wenn das Ziel eher Pech beim Denken hat oder die Panik des Gegners Fehler zu eigenen Gunsten entstehen lässt. Scanning verbessert. Mit Version 3.17.2 konnte ich die Verbesserung eines Scan-Verhaltens feststellen. Dazu findet sich nichts in den Patch-Notes, dennoch ist diese Korrektur äußerst wichtig und hilfreich. Zum einen wird nun deutlich der Scan-Vorgang durch die orangene Umrandung des zu scannenden Objektes Schiffes dargestellt, sobald der Scan-Vorgang startet. Außerdem, bei Abschluss wird das Schiff purpur umrandet, sollte das Schiff bereits gescannt worden sein. Auch die letzten Informationen werden sofort angezeigt und müssen nicht erneut gescannt werden. Dies war zuletzt nicht immer zuverlässig der Fall und ist nun offenbar behoben. Auch beim Head-Tracking können die Besitzer ebenfalls aufatmen. Der Scan-Vorgang wird durch die Kopfbewegung nun nicht mehr erschwert, sondern wird nur noch durch den Fokus des Zielkreuzes in der Mitte des Bildschirms festgelegt und kontinuierlich fortgesetzt. Ein Umgreifen auf die Maus ist für Stick-Piloten damit ebenfalls nicht mehr notwendig. Signaturen. Signaturen sind weiterhin mit den aktuellen, noch einheitlichen Scan-Systemen einfach abzulesen. Die Werte für Wärme, Elektromagnetismus und Cross-Section, also der größten sichtbaren Fläche, ergeben die passive Erkennbarkeit in Metern. Es gab allerdings bei meinen Tests Probleme bei der Verwendung des aktiven Pings, der die Objekte auf größere Distanz anzeigen lassen müsste. Da es sich um eine partielle Störung der Server-Performance oder jeden anderen Bug handeln könnte, kann von mir keine eindeutige Einschätzung dazu vorgenommen werden. Ein Hinweis noch, wie man die absoluten Zahlen bzw. Signaturwerte im Cockpit einblenden kann. Unter Optionen Game Settings ganz nach unten scrollen und Emissions HUD Display Signature Values auf Yes stellen. Die Werte erscheinen dann im oberen Teil des Schiffs HUD. Ein Hinweis noch zur Cross-Section. Diese ist unveränderlich, aber beim potenziellen Gegenüber abhängig von der Ausrichtung der Schiffe und der daraus resultierenden Oberfläche zueinander. Auch Asteroiden oder kleine Senken verschleiern die Cross-Section. Das war's von mir. Ich bin der Gux. Ich bin raus.